Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Was geht ab? Was geht ab? Wir sind wieder zurück bei Sei Kritisch und heute schauen wir uns mal die Kommentare an, weil ich habe gerade drauf geantwortet und dachte mir, vielleicht mache ich ein kleines Video über diese Thematik. Unterm Frezit Rip Video wurden halt viele Kommentare geschrieben hinsichtlich zu, dass man natürlich diesen Wesen, diesen Menschen etwas wünscht und das ist natürlich die Hölle. Dann habe ich mir gedacht, während ich die Kommentare geschrieben habe, wir haben eigentlich darüber nicht so ein großes Thema jemals geführt. Das möchte ich heute mal mit euch machen. Also was ich persönlich auch denke, warum diese Eliten so böse sind, okay? Das kann ich euch wie folgt erklären. Also schaut mal hier, dieses Kommentar. Gott hat nicht umsonst die Hölle erschaffen, richtig. Definitiv, aber nach meinem Verständnis gab es nie die Option für Eliten in den Himmel zu kommen. Nur Seelen werden erlöst. Wir reden hier von Hybridwesen. So, ich dachte wirklich, schlimmer geht es nicht mehr, aber jedes Mal kommt eins on top. Unbeschreibliche Grausamkeit. Vielen Dank dafür, dass du uns Menschen aufklärst. Immer wieder gerne. Diese Psychopathen haben alle einen speziellen Platz in der Hölle. Bitte mehr Videos zum Beispiel über Ellen und Tom Hanks. Und darauf habe ich geantwortet, weißt du, wenn man sich intensiv mit diesen Leuten beschäftigt, dann wirft es einige Fragen in den Raum, die ich unter anderem so beantworten würde. Viele sind keine richtigen Menschen, sondern Hybride. Kann alles Mögliche bedeuten, von Reagenzglas bis hinweg zu Mischwesen. Warum ist das so wichtig? Nur Gott kann Sehen geben, aber wenn man aber seit der Geburt keine hat, dann kann man nicht in den Himmel aufsteigen. Perfekt für noch mehr Böses auf der Erde bringen. Okay, warum denke ich das? Und das ist sehr spannend, weil viele von euch ja auch religiös angezweigt sind. Schaut mal im Genesis 6. Ich finde, Genesis 6 ist eines der spannendsten Themen überhaupt. Da gibt es viele großartige YouTube-Pastoren, wie zum Beispiel Robert Breaker oder Rob Skipper. Rob Skipper würde ich immer empfehlen. Rob Breaker ist so ein bisschen, oh ja, ich tue alles für Israel. Das geht mir ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Aber schaut mal. Genesis 6, okay? Gott entschließt sich zum Eingreifen. Die Menschen begannen sich zu vermehren und sich über die Erde auszubreiten. Es wurde ihnen auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen sehr schön waren. Sie nahmen die von ihnen als Frauen, die ihnen am besten gefielen, und zeugten mit ihnen Kinder. Der Herr aber sagte, ich lasse meinen Lebensgeist nicht für unbegrenzte Zeit im Menschen wohnen, denn der Mensch ist schwach und anfällig für das Böse. Ich begrenze seine Lebenszeit auf 120 Jahre. Damals und auch noch später lebte auf der Erde das Geschlecht der Riesen. Sie waren aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern hervorgegangen und sind als die großen Helden der Vorzeit bekannt. Eines der bekanntesten Wesen war Goliath, ne? David gegen Goliath. Goliath war ja, ich glaube, müsste ungefähr so 3 Meter, 4 Meter groß sein. Der hatte ja auch noch Brüder, die waren auch alles so Riesen, ne? Und das waren ja von den Philister, haben die gekämpft. Heute nicht zu vergleichen mit den Palästinensern, okay? Warum finde ich, ist das unbedingt wichtig, dass man genau diesen Arc richtig versteht? Schaut mal, ich erkläre euch das jetzt mal. Also, laut vielen Theorien, wenn wir hier über Riesen sprechen, dann müssen wir auch gleichzeitig darüber sprechen, warum Gott die Sintflut dann am Ende des Tages geschickt hat. Und zwar, er sagt ja selbst, dass alles Fleisch, alles Leben auf der Erde korrumpiert worden ist, okay? Und wenn etwas korrumpiert wurde, dann ist das immer sehr, sehr schwer wieder sauber zu machen. Und gerade wenn es dann um DNA geht, ne? Also natürlich, Gott könnte jetzt eingreifen und sagen, ja, ich werde eure DNA sauber machen, aber ich habe immer die Vorstellung, dass Gott immer nur in seinem eigenen Instrumenten wirkt, damit wir es auch besser nachvollziehen können, okay? Und das ist in allen hinsichtlichen, okay? Und diese Instrumente in meinen Augen sind, der arbeitet in der Chemie, der arbeitet im Raum, Geist und Zeit, in der Physik, okay, natürlich, das gehört auch dazu, die Physik, und in der Geometrie, in der Mathematik. Also Gott braucht sich selbst nicht limitieren, indem er Wunder wirkt, okay, weil seine Macht ist so grenzenlos, dass er auch in unserem Verständnis wirken kann. Und in meinen Augen ist unser Verständnis halt auf diese Sachen limitiert, okay, die Sachen müssen in diesem Raum passieren, damit wir es verstehen. So, also was macht er? Er schickt eine Sintflut und tötet alle, okay, und dann sagt er noch kurz Noah Bescheid, ey Noah, bring von jedem Tier 2 mit und von manchen Tieren, die geopfert werden oder damit ihr davon euch ernähren könnt während der Schiffsfahrt, machst du 4 oder 7, glaube ich, waren das. Und fast alle sind gestorben, aber die Blutlinie hat überlebt, denn die Blutlinie kommt von den 3 Söhnen, okay? Da haben wir Shem, Japhet und Ham. Ham sind Schwarze,
Japhet sind Weiße oder Caucasian und Shem sind Asiaten, Semiten, so wie man das heute kennt. Also wir haben Korruption vor der Sintflut und wir haben die Korruption nach der Sintflut, weil wir lesen das ja, alles Fleisch war korrumpiert oder verdorben. Aber Gott hat Noah liebgewonnen. Das bedeutet, er war der Einzige, der von dieser ganzen Korruption in Ruhe gelassen worden ist. Okay, also man hätte die Blutlinie der Menschen nur noch mit Noah weiterführen können. Das hat Gott ja auch gemacht. So, man weiß auf jeden Fall bei Ham und bei Japhet, dass durch diese Blutlinie trotzdem Riesen entstanden sind. Das bedeutet, also die waren auch Nephilim-Blutlinien. Weil wir haben zum Beispiel bei den Kaukasen, haben wir Gog und Magog, kennen wir alle. Gog und Magog sind zwei Riesen, die kommen von der Blutlinie von Japhet. Bei Ham wissen wir, es ist Goliath und seine 4 Brüder. Und da sind ja noch einige andere Wesen rausgekommen mit 6 Zehen oder 6 Finger und so. Und das war damals sowieso schon ein Merkmal dafür, dass man etwas mit der DNA rumgespielt hat. Sehr, sehr interessant, weil Jesus sagt nämlich, dass die Zeit wird kommen, dass wir, also damit meint er uns, dass wir in die Zeit von Noah kommen. Und zu der Zeiten von Noah lesen wir im Jascha und im Jubilee, das sind genauso Apokryphen wie Henoch, dass die nicht nur Geschlechtsverkehr hatten mit Frauen, diese gefallenen Engel, sondern die haben sich auch als Götter aufgespielt und haben angefangen, Wesen zu kreuzen. Jascha 4,18. Und die Menschensöhne nahmen damals vom Vieh der Erde, den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels und lehrten die Vermischung der Tiere einer Art mit der anderen, um dadurch den Herrn zu provozieren. Genesis 6:12 says, "And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth." That's all we get. Well, how did that happen? How did all flesh get corrupted? Well, Joshua gives us a whole lot more detail and tells us it got corrupted because men began to blend species together, mixing animals and birds and reptiles and humans. And Jubilees backs that up in Jubilees 7:24. And after this right there being the first incursion of the Watchers, after that event, they sinned against the beasts and the birds and all that moved and walked on the earth, and much blood was shed on the earth, and every imagination and desire of men imagined vanity and evil continually. We have documentation and video even of some of the more recent tyrants and whatnot having tender moments with their kids and their wife. And we know they may have done terrible things, but they didn't have only evil all the time going on in their heart and mind. Now I'm taking this literal. I'm going to be a biblical literalist here, right? They had only evil continually in their heart and mind. And violence was the result of it. And right around the time that I was contemplating all that and really studying it and looking into it, one of the Spider-Man movies came out. And it was a Spider-Man movie that he was fighting the Lizard. And in that, you have this character right here who was a good guy. He was a scientist, a doctor. He had lost part of his arm in a combat situation. And he was trying to figure out, what is it about lizards? You could cut their tail off, right? And it grows back. What's the genetic code that causes limb regeneration? So he starts experimenting on mice and rats and stuff, cutting their legs off and trying to inject lizard DNA until eventually he gets a code right. And the leg grows back. Wow, cool. So he decides to try it on himself. He injects his stump, and sure enough, his limb regenerates. His hand grows back. But he had an unfortunate side effect. He became a giant lizard creature that had only evil continually in his heart and mind. And the whole rest of the movie was about him causing a whole lot of violence for Spider-Man. Now, I'm saying to myself as I'm looking at that, I'm like, Hollywood gets it. They understand it. The church is still, that's a sci-fi theory. No, they're completely clueless. And yet they're getting exactly right. God, how many of you, if you studied the Torah, how many of you know that God is against mixture? Even to, what is it? Wool and linen, right? Yeah, well, you got plant and animal, and he talks a lot about that, especially through the book of Leviticus. He's against the mixture. He created everything to reproduce after its own kind, and he set the kinds up to be very specific. And Paul talks again later. There's a certain flesh for birds and for this and for that. Everything is supposed to be after its own kind. But in the immediate pre-flood world, 120 years, men began to cross those barriers and start to do genetic manipulation, creating hybrids. And the evidence is all over the ancient record. How many of you have seen the carved sculptures and pictures and stuff from ancient, the Greeks with the centaur, the minotaur, satyrs, the Egyptians, people, human bodies, animal heads? It's all over.
all over the ancient world, you have animal-human hybrids. Und die Strafe dafür ist, dass das Kind oder das Wesen geboren wird ohne Seele. Und wenn du ohne Seele geboren wirst, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Was passiert also mit den Menschen, die sterben, die keine Seele haben? Und deswegen glaube ich auch, dass diese Eliten, die wir heute haben, diese ganzen Films, also da gibt es ja auch immer ganz viele Theorien über Cloning und sowas. Ich glaube daran, dass viele von denen geklont sind, dass viele von denen vielleicht irgendwelche anderen Bluttransfusionen bekommen haben von irgendwelchen Mischwesen, von irgendwelchen Dämonen. Und diese Wesen haben ja laut den sumerischen Schriften zum Beispiel den Menschen beigebracht, wie man sich schmückt, wie man tanzt, wie man Schwerter schmiedet, also Waffenkunst schmiedet und wie man zum Beispiel auch Opferungen ausführt, die nicht Gott gegeben sind, also Gott gut tun, sondern den Bösen eher gut tun. Okay, und was ist das Böse? Böse ist eine Ideologie. Und die erste Ideologie ist der erste König, meiner Meinung nach. Wenn wir uns Rob Skippers Videos anschauen, The Seed War zum Beispiel, da geht es nämlich darum, dass König Nimrod, das ist der erste König in der Bibel, der genannt wird in der Tora. König Nimrod war auch derjenige, der den Turm von Babel aufgebaut hat. Und König Nimrod ist ein Nachfolger von Kusch. Also er kommt von dieser verfluchten Blutlinie von Ham. So, deswegen, wenn ihr euch die Bilder von König Nimrod anschaut oder aber Gilgamesch, das sind auch noch die gleichen Leute. Dort hat er das gemacht und dann haben die über ihn Heldentaten gesprochen, aber gleichzeitig war er auch ein sehr bestialischer König. Das kann man nämlich auch aus den sumerischen Schriften herauslesen. Und als er den Turm von Babel gebaut hat, hat er nämlich gesagt, 3 Phrasen. In der ersten Phrase hat er gesagt, ich werde mich vor Gott stellen. Okay? In der zweiten Phrase hat er gesagt, ich werde Gott töten. Und in der dritten Phrase hat er gesagt, ich werde Gott töten und ich werde seinen Platz einnehmen und wir werden Götter werden. Das ist die erste Antichrist, also Widersacher, Ideologie. Und er war ja 2/3 Gott und 1/3 Mensch. Das bedeutet, er hatte keine Seele. Und seine Ideologie ist nicht gestorben. Wenn Menschen sterben, die keine Seele haben, dann bleibt deren böse Präsenz immer noch auf diesem Planeten. Und das kennen wir heute, wenn wir uns zum Beispiel Aleister Crowley angucken oder andere Okkultisten, die beschwören, die machen ja immer Rituale, versuchen ja damit Wesen zu beschwören. Ob das Beelzebub ist, ob das, was weiß ich, Satan ist, ob das Lamb ist, wie Aleister Crowley, oder ob das irgendwelche anderen Gestalten sind. Diese Wesen nennen sich anders, aber sind eigentlich die falschen Götter, wie zum Beispiel Zeus, Poseidon, Anu, Enki, Enlil, egal wie sie sich genannt haben, es sind immer noch die gleichen, okay? The dominant myths being the Assyrian, Babylonian, Sumerian myths, the Egyptian and the Greek myths. And as you get a little further in looking at all of that, you realize that he really is a man of many names. Why? Because at the Tower of Babel, first of all, a kingdom is a domain run by a king, right? An empire is an organization that has many kingdoms in it and ruled by an emperor, right? I believe that Nimrod was the first emperor of the old world order. Everybody talks about the new world order coming up. I believe he was the emperor of the old world order of kingdoms because they were all gathered together under his leadership. And then when God confounded the language, the people went their separate ways, 70 different directions, 70 different languages, talking about the same guy. But now he had different names. Different languages produce different names. Nimrod's not a name anyway, by the way. Nimrod is a title. It means the rebellious one, or one who rebels. So I believe some of them went away calling him Gilgamesh. Some went away calling him Baal. Baal comes up a lot, doesn't he? Melkart, Adonis, go through the list right here. A couple of really interesting ones. Orion, Apollo, Osiris are some very interesting characters that he has appeared as throughout history.
Und das, was du heraufbeschwörst, sind deren bösen Energien. Und diese Energien nehmen Menschen ein und die Menschen werden besessen. Und ich glaube, dass dieser okkulte Ring, über den wir immer reden, diese ganz bösen Steinträger, egal wie wir sie nennen wollen, also das Böseste von dem Bösen der Bösen, vielleicht haben wir sie noch nicht mal gesehen. Aber ich glaube erstens, dass das Nachfahren von diesen bösen Wesen sind, dass die immer noch ihre bösen Technologien auch vielleicht verwenden und immer noch ihre bösen Ideologien haben, Gott zu vernichten, weil das ist ja das, was am Ende des Tages ja immer noch gesagt wird, ne? Die sagen das ja offiziell, also Shabbat Lubavitch, Nerson, Brzezinski und Rabbi Mitz, ach, was weiß ich, wie die alle heißen, die verlinke ich euch unten hin. Die sagen ja, wir versuchen Gott auf diesem Planeten zu ziehen, okay? Und weil wir wissen, dass wir nicht hochgehen können. Der einzige Ort, wo die Yahudis hinkommen, wenn sie gestorben sind, wenn sie böse waren, ist Sheol. Dahin kommen die. Also werden sie in ihren Lebzeiten immer versuchen, Gott hierher zu holen. Und das kann man nur machen, wenn man weiterhin die Welt korrumpiert, die Welt ins Chaos stürzt, mit Kriegen, mit Child Sacrifice, mit Kinderopferungen, mit Kinderritualen, mit diesen ganzen Vergewaltigungen, mit den LGBTQ-Techniken, alle werden gay, alle werden lesbisch, alle werden transsexuell. Das ist einfach wir führen eigentlich die Korruption oder die führen die Korruption weiter, die in Genesis 6 vorgefallen ist. Ja, Freunde, und ich glaube halt, dass diese Entitäten auch in Hollywood drinne sind, okay? Und deswegen glaube ich daran, wie ich in den Kommentaren geschrieben habe, ich glaube nicht daran, dass die in den Himmel kommen oder dass sie sich überhaupt Gedanken machen, in den Himmel zu kommen. Die wollen das abgrundtiefste Böse auf diesem Planeten schaffen und dafür haben sie ihr Leben eingetauscht gegen die Vorzüge dieser Welt, bis sie sterben. Weil wenn du von vornherein nicht in den Himmel kommst, was macht es dann überhaupt Sinn, ein guter Mensch zu sein? Dann kannst du doch lieber deine Begierden nachgeben. Versteht ihr, was ich meine? So, und selbst wenn das nur eine Lüge gewesen ist, was man diesen Leuten irgendwann mal in ihrem Leben erzählt hat, trotzdem tun die Sachen. Wisst ihr, was ich meine? So, Freunde, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Ich habe jetzt meine Kanalmitgliedschaft eröffnet für 99 Cent, okay? Diese 99 Cent kommen mir zugute, aber 99 Cent ist so, 1 Euro kann man immer jemandem geben, man hätte auch 3,99 Euro, aber ich sehe darin nicht diesen Wert, so, oh ja, ich muss 3,99 Euro einnehmen. 1 Euro, dann bekommt ihr Aluhüte, das ist richtig geil. Also, es gibt ja diese YouTube-Badges, ne, und umso länger ihr auf meinem Kanal abonniert seid, umso größer wird euer Aluhut, ne? Weil ich denke, das hat sehr, sehr gut gepasst mit den Thematiken, über die wir hier reden, ne? Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.